Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Ähm, Wir haben gerade 0:28 Uhr, wo ich diese Aufnahme mache. Das ist der 20.12.2016. Ähm, Gestern am 19.12.2016 gab es wohl die ersten deutschen Todesopfer bei einem sogenannten islamistischen Anschlag in Deutschland. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht 100% geklärt, wer dafür verantwortlich ist oder ob es wirklich ein sogenannter islamistischer Anschlag gewesen ist. Das steht noch nicht fest, allerdings spricht vieles dafür, weil wir ja wissen, dass der IS, der idiotische Staat, zu solchen Anschlägen aufgerufen hat, mit einem LKW einfach eine Menschenmasse reinzufahren. Und genauso ist es passiert. Und von daher ist also schwer davon auszugehen, dass es sich um einen Anschlag vom IS, also die Abkürzung für idiotischer Staat, dass es sich darum handelt. Nun einige Worte erstmal für die IS-Anhänger, dann für die Muslime, die nicht wissen, ob so etwas erlaubt oder verboten ist, für die Moscheen, die in sehr vielen Fällen von Feiglingen verwaltet werden, für die anderen Prediger, für Muslime, die wissen, dass solche Anschläge haram sind, verboten sind, für unsere feigen Politiker, für den verantwortungslosen Verfassungsschutz und für die verlogenen Medien. Ja. Erstmal für die IS-Anhänger und andere Dummköpfe, die mit solchen Anschlägen sympathisieren. Wir haben schon des Öfteren des Öfteren darüber geredet, des Öfteren bewiesen, dass solche Anschläge haram sind und den Muslimen nur Schaden bringen. Und wer etwas macht, obwohl er weiß, dass es nichts bringt, sondern nur Schaden bringt, ja, der folgt einfach nur seinen Gelüsten. Und deswegen würde ich sagen, geht mal zum Psychiater. Ist wirklich ein gut gemeinter Ratschlag, denn ihr seid arme Irre, die geisteskrank sind. Das werdet ihr wahrscheinlich nicht merken, nur ich würde euch den Ratschlag geben, geht einfach mal zum Psychiater, denn ihr seid Vollidioten. Ja? Dann für Muslime, die nicht wissen, ob solche Taten erlaubt oder verboten sind. Ich habe mehrere Vorträge diesbezüglich gemacht, unter anderem Widerlegung der Argumente der Terrorbefürworter, wo kurz, knapp, aber dennoch detailliert alle Argumente der Vollidioten widerlegt werden. Dann für die Moscheen, die, wie ich schon gesagt habe, meistens von Feiglingen ohne Zivilcourage verwaltet werden. Und es muss sich ja keiner angesprochen fühlen, ich sage ja meistens. Man muss langsam einer Verantwortung bewusst werden. Man muss sich seiner Verantwortung langsam bewusst werden. Und man kann nicht nur dort stehen und sagen, wir distanzieren uns, sondern man muss es mal langsam schaffen, nach 50 Jahren Islam in Deutschland Menschen auszubilden, die die Sprache verstehen, die die Lebensrealität der jugendlichen Muslime hier verstehen und die den Islam kapiert haben. Deswegen ist es die Aufgabe der Moscheen, Angebote und nicht nur Strick-Nähkurse oder Folklore-Tanz, ja, anzubieten, sondern vernünftige Angebote. Und ein Angebot heißt, dass man etwas anbietet. Nicht, dass man etwas versteckt im Hinterzimmer für die geschlossene Gesellschaft der Moscheebesucher macht, sondern dass man aktiv Jugendliche aufruft, damit sie nicht auf solche bescheuerten Gedanken kommen. Ja. Denn es nützt nichts, wenn man einen Koranunterricht hat oder einen Islamunterricht hat, aber kein Mensch was davon weiß. So, man muss rausgehen, man muss aktiv die Leute aufrufen. Man kann nicht darauf warten, bis sich die Jugendlichen in die Moschee verirren. Man muss Leute ins Ausland schicken, die lernen, die den Islam richtig studieren, zurückkommen, den Islam predigen und hier in Deutschland aufgewachsen sind. Dass man das nach 50 Jahren immer noch nicht kapiert hat, es ist wirklich ein Armutszeugnis. Ja?
Und wenn man so eine Moschee hat, dann sollte man die Moschee besser nicht Moschee nennen, sondern Restaurant mit Gebetsplatz. So. Dann für die anderen Prediger: Ich rufe jeden Prediger in Deutschland dazu auf, gegen solche Taten zu reden, damit wir überzeugender sind und Jugendliche von solchen Wegen wegbringen. Nicht damit die Medien mit uns zufrieden sind, die werden sowieso immer negativ über uns reden. Verfassungsschutz wird immer gegen uns sein. Wir wissen ganz genau, wie diese Leute drauf sind, da brauchen wir uns nicht zu erhoffen, es geht um die Wahrheit. Und die Wahrheit muss propagiert werden. Und vor der Wahrheit muss man keine Angst haben. Deswegen, falls jemand zu viel Angst hat, dann eventuell auf eine Todesliste vom IS zu kommen, der soll sich was schämen. 5. Für Muslime, die wissen, dass sowas haram ist. Ihr habt die Aufgabe, alle aufzuklären und auch, falls ihr wisst, dass es jemand so etwas vorhat, ihn daran zu hindern. Für die Politiker in Deutschland sollten sich was schämen. Ja, sie sind hier die ganze Zeit am Diskutieren. Heute sind 9 Menschen, wahrscheinlich bisher 9 Menschen gestorben. In Aleppo sterben jeden Tag viel, viel mehr als das. Und man ist aus Feigheit weiter blöd rum am Diskutieren und kriegt nichts gebacken. Zur selben Zeit regt man sich aber darüber auf, dass in einer Schule in Istanbul, wo die Mehrheit der Schüler Muslime sind, keine Weihnachtslieder gesungen werden sollen, weil sich ein Schüler beschwert hat. Kümmert euch lieber nicht um Weihnachtslieder, sondern seid mal ehrlich und geht auf die und versucht mal mit Leuten zu reden, die Durchblick haben, und nehmt euch nicht irgendwelche Pseudo-Islam-Experten wie Claudia Danschke, die euch schon seit Jahren in die Irre führen, nur um die Taschen aufzumachen. Dann, ja, für den Verfassungsschutz, ja, das ist auch mit eurer Schuld. Ihr habt dafür gesorgt, dass die Prediger, die gegen solche Taten reden, seit Jahren nicht mehr in den Moscheen Vorträge machen können. Und dann werden diese Plätze natürlich von anderen Leuten eingenommen. Wir können die Menschen nicht mehr erreichen. Dafür werden sie von anderen Leuten erreicht. Deswegen herzlichen Glückwunsch für eure Doofheit. Dann an dieser Stelle erstmal wollte ich sagen, mein Mitgefühl geht an dieser Stelle. Ja, und ist mir egal, ob das jemandem gefällt oder nicht gefällt, weil es geht um die Wahrheit. In erster Stelle wollte ich hier mein Mitgefühl äußern für die Menschen, für die Hunderttausenden, die von dem Assad-Regime zur Strecke gebracht worden sind und zur Strecke gebracht werden, Frauen, Kinder, Babys. An zweiter Stelle ist es natürlich auch für uns immer erschreckend, wenn man sieht, egal wer stirbt, ja, es ist immer erschreckend für uns, weil man sich immer denkt, was wäre, wenn man selber in dieser Situation wäre. Ich habe gerade eben mit einem Bruder gesprochen. Das ist übrigens jemand, der hat gesagt, ich bin heute auch an einem Weihnachtsmarkt vorbeigegangen. Dann denkt man, was wäre, wenn das mir passiert wäre. Ja? So. Und dann nochmal für die Medien, ja, die sowieso verantwortungslos und verlogen sind. Ihr könnt jetzt morgen schreiben, Pierre Vogel macht sich lustig über die Opfer in Berlin oder was auch immer. Interessiert uns nicht. Von euch haben wir nichts Gutes erwartet. Ihr seid Teil des Problems, da ihr nicht differenzieren könnt, sondern Hetze betreibt. Friede sei mit dem, der der Rechtleitung folgt.